Lektion 1. Kluge Sprüche. Viele der weisen Sprüche in Franklins Almanachen wiederholen sich noch heute. Das ist wahr. Es ist erstaunlich, wie zeitlos einige dieser Sätze sind. Ja, sie bieten wertvolle Erkenntnisse, die für das moderne Leben gelten. Hast du einen Lieblingsspruch aus dem Almanach? Ich mag wirklich, eine Unze Vorbeugung ist mehr wert als ein Pfund Heilung. Das ist großartig. Es betont, wie wichtig es ist, proaktiv zu sein. Genau. Es ist in so vielen Zusammenhängen relevant, von Gesundheit bis Finanzen. Ich schätze Zitate, die zum Nachdenken anregen. Sie können so motivierend sein. Unbedingt. Sie erinnern uns an grundlegende Wahrheiten, die wir oft vergessen. Lektion 2. Persönliche Wachstumsziele. Ich konzentriere mich in diesem Jahr auch darauf, meine persönlichen Wachstumsziele zu entwickeln. Das ist fantastisch. Welche spezifischen Bereiche möchten Sie verbessern? Ich möchte meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und mich besser organisieren. Das sind großartige Ziele. Effektive Kommunikation kann Beziehungen wirklich verändern. Ja, ich glaube, es ist sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld unerlässlich. Und organisiert zu sein hilft, Stress abzubauen, nicht wahr? Genau. So kann ich mich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Haben Sie Strategien festgelegt, um diese Ziele zu erreichen? Ich plane, einen Kurs über Zeitmanagement zu belegen und das Reden in der Öffentlichkeit zu üben. Lektion 3. Die Monarchie abschaffen. Viele Menschen in diesen Ländern wollen die Monarchie abschaffen. Das ist eine bedeutende Bewegung. Was sind Ihre Gründe für den Wunsch nach dieser Änderung? Sie glauben, dass ihre Länder demokratisch regiert werden sollten. Das macht Sinn. Eine Monarchie kann sich in der heutigen Welt veraltet anfühlen. Genau. Viele sind der Meinung, dass ein demokratisches System ihre Bedürfnisse besser abbilden würde. Gibt es bestimmte Länder, in denen diese Bewegung an Bedeutung gewinnt? Ja, ich habe von aktiven Diskussionen in mehreren Ländern gelesen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich politische Systeme im Laufe der Zeit entwickeln. Unbedingt. Veränderung ist oft ein komplexer, aber notwendiger Prozess. Lektion 4. Pendeln zur Hauptverkehrszeit. In den Hauptverkehrszeiten kann es voll werden, aber die Züge sind in der Regel pünktlich. Das ist gut zu hören. Pünktlichkeit ist für Pendler von entscheidender Bedeutung. Ja, vor allem wenn die Leute enge Zeitpläne einhalten müssen. Fahren Sie normalerweise in den Hauptverkehrszeiten mit dem Zug? Das tue ich. Aber ich versuche immer, den früheren Zug zu erwischen, um den Menschenmassen auszuweichen. Kluger Schachzug. Das muss für ein angenehmeres Pendeln sorgen. Definitiv. Außerdem kann ich einen Platz finden und mich ein bisschen entspannen. Ich verstehe, warum das einen großen Unterschied in Ihrem Tag machen würde. Das tut es wirklich. Ein reibungsloser Arbeitsweg wirkt sich positiv auf meinen Arbeitstag aus. Lektion 5. Rollen definieren. Die Definition einzelner Rollen wird für unser Projekt von Vorteil sein. Toller Punkt. Jedes Teammitglied sollte seine Verantwortlichkeiten genau kennen.
Ja, es hilft, Verwirrung zu vermeiden und gewährleistet die Rechenschaftspflicht. Genau. Hast du darüber nachgedacht, wie wir diese Rollen zuweisen sollten? Ich denke, wir sollten die Stärken und Interessen jeder Person berücksichtigen. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird wahrscheinlich zu einem engagierteren Team führen. Unbedingt. Wenn Menschen Spaß an ihren Rollen haben, steigt die Produktivität. Lassen Sie uns eine Liste der Fähigkeiten aller erstellen, um uns bei der Entscheidung zu helfen. Gute Idee. Ich bin gespannt, wie sich dieses Projekt entwickelt. Lektion 6. Debatte über das Jurysystem. Das Jurysystem ist zugunsten des Angeklagten voreingenommen, was umstritten sein kann. Das ist eine interessante Perspektive. Wie äußert sich diese Voreingenommenheit? Es bietet Strafverteidigern die Möglichkeit, potenzielle Geschworene einfach zu entlassen. Ich verstehe. Das kann zu einer Jury führen, die die Community möglicherweise nicht fair vertritt. Genau. Einige argumentieren, dass dies die Integrität des Prozesses beeinträchtigt. Es ist ein komplexes Thema. Was denkst du, könnte die Lösung sein? Vielleicht sind Reformen erforderlich, um eine ausgewogenere Vertretung zu gewährleisten. Das klingt vernünftig. Fairness ist im Justizsystem unerlässlich. Ich stimme zu. Jeder verdient ein faires Verfahren unabhängig von den Umständen. Lektion 7. Probleme mit dem Auto. Das ist ein Glück. Was stimmte nicht mit dem Auto? Es stellte sich heraus, dass es nur ein durchgebrannter Kühler war, was eine Erleichterung war. Ich freue mich zu hören, dass es nichts Ernsteres war. Ich auch. Es hätten viel größere Kopfschmerzen sein können. Hast du es schnell geschafft, es zu reparieren? Ja, ich habe es zu einem Mechaniker gebracht, der es in kürzester Zeit bearbeitet hat. Das ist großartig. Es ist immer schön, zuverlässige Hilfe zu finden. Unbedingt. Ich hatte Angst, dass die Reparatur mehrere Tage dauern könnte. Jetzt können Sie ohne Sorgen wieder auf die Straße gehen. Lektion 8. Bereiche der Zusammenarbeit. Unbedingt. In welchen spezifischen Bereichen möchten Sie zusammenarbeiten? Ich bin daran interessiert, mich auf Marketingstrategien und Öffentlichkeitsarbeit zu konzentrieren. Diese sind entscheidend für die Erweiterung unserer Reichweite. Welche Ideen haben Sie? Ich denke, wir sollten Social-Media-Kampagnen und Community-Events untersuchen. Tolle Vorschläge. Die Einbindung der Community kann unsere Sichtbarkeit erhöhen. Genau. Ich glaube, persönliche Verbindungen können zu loyaleren Kunden führen. Ja, und es ist eine wunderbare Art, unsere Markenwerte zu präsentieren. Lass uns gemeinsam ein paar kreative Ideen entwickeln. Ich bin gespannt, was wir uns einfallen lassen. Lektion 9. Erinnerungen an den Garten. Ich erinnere mich an Gurken und viele Blumen aus dem Garten meiner Kindheit. Das klingt herrlich. Gartenarbeit kann ein so lohnendes Hobby sein. Das ist es wirklich. Letztes Jahr war meine Mutter sehr krank und die Gartenarbeit half mir, damit fertig zu werden. Es tut mir leid, das zu hören. Gartenarbeit kann in schwierigen Zeiten therapeutisch sein.
Ja, es gab mir ein Gefühl von Normalität und Frieden. Was hat dir am meisten Spaß gemacht zu wachsen? Die Gurken waren immer ein Favorit. Sie schmeckten so frisch. Das kann ich mir vorstellen. Produkte aus eigenem Anbau haben etwas Besonderes. Unbedingt. Es erinnert mich an einfachere Zeiten und Familientreffen. Lektion 10. Leistungssteigernde Medikamente. Eine Schwierigkeit bei der Verhinderung des Konsums leistungssteigernder Medikamente besteht darin, dass ihr Konsum nicht immer nachgewiesen werden kann. Das ist eine große Herausforderung. Es scheint, als ob es eine ständige Überwachung erfordern würde. Genau. Selbst beim Testen können sich einige Substanzen der Entdeckung entziehen. Es ist frustrierend, weil es den fairen Wettbewerb im Sport untergräbt. Unbedingt. Sportler sollten unter gleichen Wettbewerbsbedingungen antreten. Gab es wirksame Strategien zur Bekämpfung dieses Problems? Einige Organisationen konzentrieren sich auf Aufklärung und Sensibilisierung, um Sportler abzuschrecken. Das klingt vielversprechend. Prävention durch Wissen könnte einen Unterschied machen. Ja, und die Förderung einer Kultur der Integrität im Sport ist von entscheidender Bedeutung. Lektion 11. Musikeinstellungen. Wenn du dir ein Instrument zum Lernen aussuchen könntest, würdest du dich für ein Saxophon entscheiden? Oder bevorzugen Sie vielleicht ein Saiteninstrument wie eine Geige oder ein Cello? Ich glaube, ich neige zum Saxophon. Es hat einen so lebendigen Klang. Das ist wahr. Das Saxophon kann Jazzmusik wirklich zum Leben erwecken. Genau. Aber auch die Geige hat eine schöne, ausdrucksstarke Qualität. Ja, es kann in einem Stück so viele Emotionen vermitteln. Hast du schon einmal Instrumente gespielt? Ich habe die Gitarre ein bisschen ausprobiert, aber ich bin nie dabei geblieben. Das ist üblich. Vielen Menschen fällt es schwer, weiter zu üben. Vielleicht sollte ich stattdessen das Saxophon ausprobieren. Es klingt lustiger. Lektion 12. Komfortable Räume. Dieses Café ist so komfortabel und das WLAN ist schnell und kostenlos. Das ist großartig. Ich kann hier ganz einfach stöbern und etwas Arbeit erledigen. Genau. Es ist der perfekte Ort für einen produktiven Nachmittag. Hast du Ihren Kaffee probiert? Ich habe gehört, dass es wirklich gut ist. Ja, ich hatte einen Cappuccino und er war köstlich. Ich werde es beim nächsten Mal versuchen müssen. Das klingt nach einem schönen Leckerbissen. Das ist es auf jeden Fall. Außerdem macht das Ambiente es noch besser. Ich liebe Orte, an denen ich mich entspannen und gleichzeitig konzentrieren kann. Das Gleiche hier. Es macht einen großen Unterschied, wenn es darum geht, Dinge zu erledigen. Lektion 13. Herausforderungen beim Klettern. Die American Rangers begannen zu klettern und warfen Granaten, um ihren Weg frei zu machen. Das klingt heftig. Auf was für einer Mission waren Sie? Sie bewältigten ein herausforderndes Gelände, um das Gebiet zu sichern. Wow, das erfordert viel Geschick und Mut. Unbedingt. Klettern unter schwierigen Bedingungen ist nicht jedermanns Sache. Trainieren Sie speziell für solche Situationen?
Ja, sie werden intensiv geschult, um sich auf verschiedene Herausforderungen vorzubereiten. Das ist beeindruckend. Das zeigt Ihr Engagement für Ihre Mission. Das tut es wirklich. Jeder Schritt, den Sie unternehmen, ist entscheidend für den Erfolg. Lektion 14. Große Seen. Wussten Sie, dass die großen Seen zu den größten Seen der Welt gehören? Ja. Sie sind riesig und enthalten einen erheblichen Teil des weltweiten Süßwassers. Genau. Es ist faszinierend, wie eng sie miteinander verbunden sind. Ich wollte sie schon immer besuchen. Was ist dein Lieblingssee? Ich finde den Lake Superior atemberaubend. Er ist so riesig und wunderschön. Ich habe gehört, dass es eine atemberaubende Aussicht und tolle Wanderwege in der Nähe hat. Ja, die Umgebung bietet viele Outdoor-Aktivitäten. Ich liebe es, die Natur zu erkunden. Es klingt nach einem perfekten Kurzurlaub. Das ist genial. Wo hast du es gefunden? Ich habe einen lokalen Second-Hand-Laden entdeckt, der eine fantastische Auswahl hat. Second-Hand-Läden können Fundgruben sein. Es ist immer aufregend, Unikate zu finden. Genau. Ich liebe den Nervenkitzel bei der Suche nach Unikaten. Hast du ein Lieblingsstück, das du gefunden hast? Ja, ich habe eine Vintage-Halskette gefunden, die ich absolut liebe. Das klingt herrlich. Vintage-Schmuck hat oft einen solchen Charakter. Das tut es wirklich. Ich trage gerne etwas, hinter dem eine Geschichte steckt. Lektion 16. Grundlagen der Anatomie. Wenn ich meine Lippen öffne, siehst du meine Zähne und meine Zunge. Das ist wahr. Es ist faszinierend, wie unser Mund strukturiert ist. Unter meinem Mund befindet sich mein Kinn. Das hilft, mein Gesicht zu formen. Ja, das Kinn ist für viele Menschen oft ein entscheidendes Merkmal. Es ist interessant, wie jeder Teil unseres Gesichts eine Rolle beim Ausdruck spielt. Unbedingt. Unsere Funktionen wirken zusammen, um Emotionen zu vermitteln. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig Gesichtsausdrücke sind? Ja. Sie können Gefühle auch ohne Worte kommunizieren. Genau. Es ist eine starke Form der nonverbalen Kommunikation. Lektion 17. Silvestervorfall. Nach einem Vorfall auf einer Silvesterparty 1989 wurde Simpson zu einer Geldstrafe von $200 verurteilt. Oh, wow. Was ist auf der Party passiert? Es herrschte ein bisschen Chaos und die Dinge liefen aus dem Ruder. Das muss ein toller Abend gewesen sein. Hat sich das auf seinen Ruf ausgewirkt? Ja, das tat es, und es dauerte einige Zeit, bis er sich davon erholt hatte. Das kann ich mir vorstellen. Solche Vorfälle können bleibende Spuren hinterlassen. Genau. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Definitiv. Ein Moment kann alles ändern.
Es ist wichtig, über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken. Lektion 18. Hektische Tage. Hey, wie läuft dein Tag bis jetzt? Es war ziemlich hektisch. Ich habe verschlafen und mich beeilt, mich fertig zu machen. Oh nein, das ist nie eine gute Art, den Tag zu beginnen. Ich weiß. Ich musste das Frühstück auslassen, um es pünktlich zu machen. Das ist hart. Hattest du jetzt die Gelegenheit, etwas zu essen? Ja, ich habe mir in meiner Pause einen schnellen Snack geschnappt. Wenigstens könntest du ein bisschen tanken. Was ist dein Plan für den Rest des Tages? Ich hoffe, es beruhigt sich, damit ich meine Aufgaben erledigen kann. Drückt mir die Daumen. Lass es mich wissen, wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Lektion 19. Eine Reise planen. Hey, wie geht's? Nicht schlecht. Ich denke nur darüber nach, eine Reise zu planen. Das klingt aufregend. Hast du ein Ziel vor Augen? Ich denke über einen Strandurlaub nach, um mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das klingt perfekt. Ein Strandausflug ist immer erfrischend. Ja! Ich liebe den Klang der Wellen und die warme Sonne. Hast du darüber nachgedacht, wie lange du bleiben möchtest? Ich denke über eine Woche nach. Das sollte genug Zeit sein, um abzuschalten. Großartig. Lassen Sie uns gemeinsam nach einigen Optionen suchen. Lektion 20. Pflanzen auswählen. Achten Sie beim Gärtnern darauf, Pflanzen zu wählen, die für Ihr Klima geeignet sind. Das ist ein guter Rat. Verschiedene Pflanzen gedeihen in unterschiedlichen Umgebungen. Genau. Wenn Sie Ihre Zone kennen, können Sie die richtigen auswählen. Hatten Sie Erfolg mit bestimmten Pflanzen? Ja, ich habe ganz einfach Kräuter wie Basilikum und Minze angebaut. Das klingt wunderbar. Frische Kräuter können jedes Gericht aufpeppen. Unbedingt. Außerdem sind sie pflegeleicht. Ich würde mich auch gerne im Gärtnern versuchen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Gartentag planen. Es könnte Spaß machen. Lektion 21. Chicagos Geographie. Chicago hat viel von seiner Geografie profitiert. Die zentrale Lage der Stadt hat dazu beigetragen, dass die Wirtschaft florierte. Unbedingt. Die Lage in der Nähe der großen Seen und der wichtigsten Autobahnen ist ein großer Vorteil. Ja, es erleichtert Handel und Transport und macht es zu einem Zentrum für Unternehmen. Ich verstehe, warum Unternehmen sich dort niederlassen wollen. Was macht Chicago Ihrer Meinung nach noch einzigartig? Die vielfältige Kultur und die lebendigen Viertel tragen zu seinem Charme bei. Definitiv. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Außerdem ist die Architektur der Stadt atemberaubend. Sie spiegelt ihre reiche Geschichte wider. Ja, ich liebe es herumzulaufen und die schönen Gebäude zu besichtigen. Es ist eine Stadt, die sowohl Bewohnern als auch Besuchern viel bietet. Lektion 22. Natürliche Nerven. Keine Sorge. Ich fühlte mich genauso, als ich anfing, öffentlich zu sprechen. Es ist normal, nervös zu sein.
Das weiß ich zu schätzen. Ich kriege immer Schmetterlinge, bevor ich präsentiere. Das ist völlig normal. Hast du irgendwelche Strategien gefunden, um deine Nerven zu beruhigen? Ja, ich probiere tiefe Atemübungen aus, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist eine großartige Technik. Das kann dir wirklich helfen, Boden zu fassen. Ich übe meine Rede auch mehrmals, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist klug. Vertrautheit kann einen großen Unterschied machen. Unbedingt. Es dreht sich alles um Vorbereitung und Denkweise. Du wirst es großartig machen. Denk daran, dass dir alle die Daumen drücken. Lektion 23. Weckruf. Entschuldigung, kann ich um einen Weckruf für morgen früh bitten? Das ist eine gute Idee. Es ist immer hilfreich, eine Erinnerung zu haben. Ja, vor allem wenn Sie einen frühen Start geplant haben. Um wie viel Uhr benötigen Sie den Anruf? Ich hätte es gerne um 7 Uhr morgens, bitte. Das sollte dir genug Zeit geben, um dich fertig zu machen. Genau. Ich will sicher gehen, dass ich mich morgens nicht beeile. Gut überlegt. Ein ruhiger Morgen gibt einen positiven Ton für den Tag. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lektion 24. Kulturelle Unterschiede. Unterschiede in den Kulturen können faszinierend sein. Zum einen sind die Japaner sehr höflich und pünktlich. Das ist wahr. Ihre Liebe zum Detail und ihr Respekt vor anderen sind beeindruckend. Ja, es ist eine andere Art der Interaktion und es zeigt ihre Werte. Es bringt mich dazu, darüber nachzudenken, wie kulturelle Hintergründe Verhaltensweisen prägen. Genau. Diese Unterschiede können zu einzigartigen Reiseerlebnissen führen. Hatten Sie auf Reisen unvergessliche kulturelle Erlebnisse? Ja. Ich habe einmal an einer traditionellen Teezeremonie in Japan teilgenommen und es war unglaublich. Das klingt unglaublich. Das würde ich gerne eines Tages erleben. Das solltest du. Das ist eine wunderschöne Art, ihre Gebräuche zu schätzen. Lektion 25. Sicherheitsmaßnahmen. Unbedingt. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit aller. Ja, Sicherheitsmaßnahmen sind in jeder Organisation oder Veranstaltung unerlässlich. Es ist wichtig, über Protokolle zu verfügen, um auf Notfälle zu reagieren. Definitiv. Vorsorge kann Leben retten und Katastrophen verhindern. Waren Sie jemals an der Erstellung von Sicherheitsplänen beteiligt? Habe ich. Es ist interessant, Risiken einzuschätzen und Lösungen zu finden. Das klingt lohnend. Es ist befriedigend zu wissen, dass Sie zur Sicherheit beitragen. Ganz gewiss. Es ist eine Teamleistung, die Zusammenarbeit erfordert. Ja, und jeder muss eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit spielen. Lektion 26. Gartenbegeisterung. Hallöchen. Magst du auch Gartenarbeit? Ja, ich liebe es absolut. Es ist so lohnend zu sehen, wie die Dinge wachsen. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, Pflanzen zu pflegen.
Genau. Was wächst dir am liebsten? Ich liebe es, Kräuter anzubauen. Sie sind nützlich und riechen fantastisch. Das ist großartig. Frische Kräuter können das Kochen wirklich verbessern. Ja, und sie sind oft pflegeleicht. Hast du auch versucht, Blumen anzubauen? Hab ich, sie verleihen dem Garten so viel Schönheit und Farbe. Lektion 27. Preise aushandeln. Könnten wir uns mit einem niedrigeren Preis für diesen Artikel zufrieden geben? Das ist eine faire Frage. Denkst du, sie könnten einen Rabatt in Betracht ziehen? Ich glaube, sie könnten es. Es tut nie weh zu fragen. Unbedingt. Viele Anbieter sind offen für Verhandlungen. Und wenn wir in großen Mengen einkaufen, bekommen wir vielleicht ein besseres Angebot. Das ist eine kluge Strategie. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, und es baut eine gute Beziehung zum Verkäufer auf. Ich mag diesen Ansatz. Mal sehen, was wir aushandeln können. Lass uns loslegen. Lektion 28. Der amerikanische Traum. Der amerikanische Traum lebt für alle ihre Kinder und verspricht ein besseres Leben. Das ist inspirierend. Es betont Hoffnung und Chancen. Ja, es geht um das Streben nach Erfolg und Erfüllung. Denken Sie, dass jeder die gleiche Chance hat, dies zu erreichen? Leider hat nicht jeder die gleichen Chancen, aber viele bemühen sich trotzdem. Das ist wahr. Es ist wichtig, sich gegenseitig auf dieser Reise zu unterstützen. Definitiv. Die Unterstützung der Gemeinschaft kann erhebliche Auswirkungen haben. Ich glaube daran, anderen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass der Traum für viele Wirklichkeit wird. Lektion 29. Zukünftige Reisen. Ja, wir drücken die Daumen für einen sonnigen und klaren Himmel auf unseren bevorstehenden Reisen. Unbedingt. Gutes Wetter kann eine Reise so viel angenehmer machen. Haben Sie konkrete Pläne für Ihre nächste Reise? Ich denke darüber nach, die Küste zu besuchen. Ich liebe den Strand. Das klingt perfekt. Das Meer ist so entspannend. Ja, und ich genieße alle Aktivitäten, die Sie dort machen können. Hast du irgendwelche Ausflüge geplant, während du dort bist? Ich würde gerne Kajak fahren und vielleicht etwas Schnorcheln ausprobieren. Das klingt nach fantastischen Abenteuern. Lektion 30. Langlebige Ausrüstung. Definitiv. Sie haben große Kapazitäten und sind auch langlebiger. Das ist wichtig bei der Auswahl von Geräten für starke Beanspruchung. Ja. Die Haltbarkeit sorgt dafür, dass sie länger halten und eine bessere Leistung erbringen. Haben Sie bestimmte Marken verwendet, die Sie empfehlen? Ich habe großartige Erfahrungen mit einigen Marken gemacht, die für ihre Qualität bekannt sind. Das ist gut zu wissen. Es ist immer hilfreich, Empfehlungen einzuholen. Ganz gewiss. Die Investition in zuverlässige Geräte zahlt sich auf lange Sicht aus. Unbedingt. Es lohnt sich, ständigen Austausch zu vermeiden. Halten wir Ausschau nach den besten verfügbaren Optionen.
Lektion 31. Künstlerische Leidenschaften. Ich liebe es zu malen und zu zeichnen. Wie steht's mit dir? Ich liebe es, Schmuck zu basteln und herzustellen. Es ist so ein erfüllendes Hobby. Das klingt wunderbar. Basteln ermöglicht so viel Kreativität. Das tut es wirklich. Ich liebe es, mit verschiedenen Materialien und Designs zu experimentieren. Hast du eine Lieblingsart von Schmuck zum Herstellen? Mir macht es besonders viel Spaß, Ketten zu kreieren. Sie können so einzigartig sein. Das ist großartig. Ich wette, jedes Stück erzählt eine Geschichte. Ja, das tun sie. Ich denke oft an die Person, die es tragen wird. Das verleiht deinen Kreationen eine besondere Note. Lektion 32. Humor und Lachen. Erzähl mir einen Witz. Ich lache gerne. Sicher! Warum hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen? Ich weiß nicht warum. Weil er auf seinem Gebiet herausragend war. Das ist gut. Ich lache auch gerne über lustige Filme. Das gleiche hier. Sie versüßen mir immer den Tag. Ich denke, dass Lachen eine großartige Möglichkeit ist, Stress abzubauen. Unbedingt. Es ist wichtig, Freude am Alltag zu finden. Lass uns bald einen Filmabend planen. Es wird Spaß machen. Lektion 33. Kulinarische Geräte. Ich bin mir sicher, dass diese Geräte Ihre Kochkünste verbessern werden. Ja, sie sehen beeindruckend aus. Welche Art von Gadgets empfehlen Sie? Ich denke, eine gute Küchenmaschine kann Ihnen viel Zeit sparen. Das ist wahr. Das macht das Hacken und Mischen so viel einfacher. Genau. Außerdem gibt es jetzt Geräte für fast jede Kochaufgabe. Hast du in letzter Zeit neue Rezepte mit deinen Geräten ausprobiert? Ja! Ich habe erst gestern mit meinem Mixer einen leckeren Smoothie gemacht. Das klingt erfrischend. Das muss ich auch ausprobieren. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre täglichen Früchte zu sich zu nehmen. Lektion 34. Gesetzliche Rechte. Eine Person kann nicht von der Polizei festgenommen werden, es sei denn, diese Person wird eines Verbrechens angeklagt. Das ist ein wichtiger Rechtsgrundsatz. Es schützt individuelle Rechte. Unbedingt. Es stellt sicher, dass jeder fair behandelt wird. Gab es nennenswerte Fälle im Zusammenhang mit diesem Prinzip? Ja, es gab mehrere Fälle, in denen rechtswidrige Inhaftierungen angefochten wurden. Das ist interessant. Es ist wichtig, die Gerechtigkeit in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Genau. Das Verständnis unserer Rechte hilft uns, uns im System zurechtzufinden. Es ist ermutigend, Ihren rechtlichen Schutz zu kennen. Definitiv. Wir sollten uns immer für Fairness einsetzen. Lektion 35. Das Lichterfest. Das Festival of Lights wird mit großer Begeisterung gefeiert. Wie beobachten die Leute dieses wunderbare Festival? Viele schmücken ihre Häuser mit Lichtern und Kerzen. Das klingt wunderschön. Das muss eine magische Atmosphäre schaffen.
Ja, und Familien treffen sich oft, um gemeinsam zu essen und Geschenke auszutauschen. Ich liebe dieses Gemeinschaftsgefühl. Es bringt Menschen zusammen. Unbedingt. Das Feiern von Traditionen stärkt die kulturellen Bindungen. Ich würde das Festival gerne eines Tages erleben. Ich auch. Es wäre toll, die Feierlichkeiten persönlich zu sehen,